Ach so, weil hier die ganzen Treppen zerschossen sind. Oh nee, oh nee. Das ist natürlich richtig bitter. Aber jetzt kommt hier Hyäne noch von hinten und schlitzt die Schwertkämpfer weg. Bin mal gespannt, ob die Burg hier schwächer ist. Ne, die Leiterträger legen hier deutlich schlimmer an. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einer etwas anderen Aufstellung, denn heute kämpfen Gottfried und Effendi und Hyäne und Falke miteinander oder dann halt gegeneinander, ne, je nachdem, wie man es dann halt machen möchte. Und eigentlich ist es so: Hier unten, Effendi und Gottfried ist ein Stufe 5 Team und Hyäne und Falke eigentlich nur ein Stufe 4 Team. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Das Ding ist aber, dadurch der Falke hier so extrem wirtschaftlich stark ist, sehe ich dem im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr wirklich als Stufe 1 KI. Wenn man den jetzt mal mit meinem Bodo vergleicht, der ja wirklich verteidigungsmäßig und angriffsmäßig ganz schön schwach ist als Stufe 1 KI. Ja, und ich habe nun mal die Stufen gewählt, wie beim Pilaf. Und deswegen, ja, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das jetzt so zu machen, um einfach zu sehen, ob vielleicht der Falke als Stufe 2 KI besser taugt als Stufe 1 KI und was ich eventuell anpassen muss, dass er als Stufe 1 KI durchgeht. Na, damit er halt einfach in das Ranking halt reinpasst von der Stufe 1 KI. Und ansonsten, ja, na, Hyäne und Gottfried hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht auf dem Kanal hier. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier rein auf Crossways mit 4000 Gold und schauen einfach mal, was hier die jeweiligen Leute machen. Also bis gleich. So, da wären wir auch auf der guten, schönen Map Crossways und schauen einfach mal, dass vielleicht hier der Falke jetzt seine etwas größere Burg baut. Ja, er baut eine seiner größeren Burgen, wo auch die Waffen-Eco relativ stark ist und er somit relativ viel Gold verdienen kann. Das ist hier sogar eine Burg, wo er, glaube ich, diese Brücke hier hat aus den Treppen hier quasi. Wenn man das hier jetzt mal so sehen möchte. Ja, genau, die baut er hier auf jeden Fall. Und ja, man sieht hier auf jeden Fall, wenn man das mal ein wenig mit Gottfried vergleicht, den Aufbau und die Anordnung der einzelnen Gebäude, sieht man einfach deutlich, dass hier Falke relativ alt ist. Ich bin gerade ein wenig erstaunt, dass hier Effendi als erstes angreift, weil eigentlich soll ja Hyäne hier als erstes angreifen mit dem einen Rush-Angriff. Aber das habe ich, glaube ich, mal vom Pilaf gehört, wenn die Hyäne sich dazu entscheidet. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was da für eine genaue Bedingung herrschen muss, dass sie den ersten Rush-Angriff nicht ausbildet. Weil sie hat jetzt nur 80 Truppen. Immerhin 80 Truppen. Gottfried hat 65. Aber eigentlich wäre der erste Angriff ja schon durchgelaufen. Was jetzt ein bisschen komisch ist. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, wenn die vermehrt auf Raids geht oder sowas. Oder mehr auf Verteidigung. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Und jetzt kommt erst der erste Angriff. Und Effendis Burg steht hier schon relativ gut da. Jene geht ja eigentlich auf den... Geht sie auch auf Player? Das doch, boah, Mensch. Also, nee, anscheinend nicht. Eine Nachricht vom Effendi. Die aktuelle Warum fühlt er sich Situation bedroht? stimmt mich nun doch etwas unruhig. Eieiei. Effendi fühlt sich wegen dem paar Horse Archern hier bedroht, alles klar.
Ja, und jemand hatte mir auf jeden Fall unter dem letzten Video geschrieben, wo ich hier diese Burgen vom Gottfried getestet hatte. Er meinte halt, dass man die oder die Bildorder quasi nochmal anpassen müsste, wenn man die KI mit mehr Gold reinschicken muss. Und deswegen bin ich jetzt gerade auch am Überlegen, was ich beim Gottfried für eine andere Bildorder reinmachen soll. Ich denke, dass man hier relativ schnell auf die Kathedrale geht. Die baut er ja so schon relativ fix. Und dann auf den ersten Ring hier, damit solche Rush-Angriffe vielleicht ein wenig verlangsamt wird und er eventuell schon die ein oder andere Truppe mit, also sprich Mönch ausbilden kann. Was ihm, vielleicht mache ich ja auch irgendwo so eine kleine Pause rein in der Bildorder. Muss ich mir nochmal genau angucken. Wenn jemand eine Idee hat, was man da generell verbessern könnte von der Bildorder, von der Sache quasi, dass der halt mit wenig Gold auch besser durchhält oder schon mal besser dasteht im Early Game, der kann mir das auch gerne mal schreiben. Wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar, weil jetzt kommt ja erst der erste Angriff oder die ersten Angriffstruppen. Und das ist ja normalerweise so, weil er relativ lange braucht, um hier die Schmieden zu setzen. Weil er geht ja hier auf Kolbis und auf Schwertkämpfer. Vermehrt dann natürlich auf Schwertkämpfer im Late Game. Und deswegen braucht er ja trotzdem die Schmieden und Rüstungsmacher, Bauer. Oh, hier gibt es gerade in... Nee, ist doch kein Doppelangriff. Ich dachte gerade, das ist ein Doppelangriff, aber es sind bloß einfach nur eine Menge Nachricht vom Effendi. Truppen. Die aktuelle Situation stimmt mich nun doch etwas unruhig. Ja, also Hyäne hier schon deutlich am Drücker. Aber Effendi hält sich noch und jetzt kommt Gottfried raus. Mit seinem ersten Angriff, glaube ich. Was halt einfach schon krass ist, ne? Also, Junge, der erste Angriff erst und ach nee. Ja, und deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie ich die Bildordnung jetzt nochmal anpasse. Ich werde die auf jeden Fall nochmal anpassen. Ich muss ja sozusagen eigentlich alle Bildordner nochmal anpassen, weil die ja alle ein bisschen komisch sind, beziehungsweise nicht ganz optimal laufen. Das würde ich aber gerne erst machen wollen, wenn jede KI 8 Burgen fertig hat, damit ich hier nicht, damit ich quasi alle Burgen habe, die dann sehen kann und mir dann selber entscheiden kann, okay, das und das muss geändert werden, damit das und das besser funktioniert. Und so müsste ich halt das dann gesplittet machen. Ja, und es geht hier vor allem dann auch im nächsten Schritt um den Falke. Da war die Abstimmung so, dass ich mich erstmal um den Falke kümmern soll. Um seine Burgen, um seine Wirtschaft. Damit er einfach, wahrscheinlich sieht man es auch jetzt wieder. Ja, er hatte das meiste Gold. Wahrscheinlich, weil er gerade angegriffen hatte. Aber im Laufe der Zeit, vor allem mit der Wirtschaft und mit den Angriffstruppen, ist es halt einfach schwierig oder ist zurzeit jetzt gerade so, dass er relativ viel ansammelt während des Rekrutierens. Man sieht jetzt auch schon hier 1100 und er bildet gerade aus. Ja, es ist schon krass. Naja, gut, und das soll halt am besten nicht so sein. Soll halt eine reine Stufe 1 KI sein. Und deswegen möchte ich da gerne einen kleinen Nerf reinhauen. Vielleicht auch die Burgen kleiner bauen. Er hat ja schon 2 Burgen, die relativ klein sind. Und da möchte ich halt einfach, dass er die Burgengröße einfach beibehält. Ohne... Oh, jetzt kommt hier ein Doppelangriff. Und Effendi greift an. Eieiei. Eieiei. Okay. Gottfried greift auch gerade an. Mal gucken, wer hier als Schwächstes gewertet wird.
Falke wird als schwächstes gewertet. Mensch. Aber Effendi hat hier eigentlich relativ viele Slinger auf dem Keep. Reichen die denn noch? Ja, es reicht gerade so noch. Eieiei, das war aber schon sehr knapp. Der Angriff von Gottfried und Effendi ist hier auch ganz gut am Drücker hier. Die ganze vordere Front von dem Falke ist hier ganz schön eingeschossen worden. Weil hier auch, Alter, wie viele Drehbocke und Katapulte hier einfach dastehen. Das ist schon echt krass. Natürlich hat hier Falke nochmal den Vorteil, dass er so ein bisschen durch den oder durch die Hyäne quasi geschützt wird mit den Ballisten an der Seite. Aber naja, gut. Ich hoffe einfach mal, dass Gottfried und Effendi vielleicht im nächsten Angriff den Falke wegklatschen kann. Denn ich würde einfach gerne mal sehen, ob der Gottfried gegen die Hyäne ankommt. Aber naja, gut. Das werden wir dann mal sehen, wenn es soweit ist. Ja, und wie man hier auch ganz gut sehen kann, jetzt, wenn er einmal eingedrückt ist, der Falke, dann hat er trotzdem noch ordentlich Gold. Also man sieht hier, 280 Gold bleibt er so immer in dem Bereich stehen, dass er da wieder alles einkaufen kann. Also die Wirtschaft für die KI ist schon echt ein ordentlicher Burner. Und man sieht, also ja, ne, der Falke hat einfach zu viele Waffenproduktionen. Der hat ja hier fast mehr als der Gottfried. Und Gottfried ist eine Stufe 3 KI. Also, ja, das erklärt, glaube ich, schon mal einiges. Und deswegen möchte ich den Falke halt einfach in Angriff nehmen. Ich will auch einfach mal von dieser Standardform, bei mir sind ja irgendwie alle Burgen von jeder KI irgendwie rund. Na, also von Gottfried hier so ein bisschen kann man es so leicht angedeutet sehen. Oh, die greifen schon wieder an. Eieiei. Und der Effendi kriegt immer alles ab. Aber jetzt ist er wenigstens zu Hause. Wenn er jetzt nicht ausrückt, dann kann er den Angriff, denke ich, ganz gut wegtanken. Ich hoffe es einfach mal, dass er jetzt nicht den Ausrücker macht. Die Horse Archer rennen hier auch schön zwischen den Bogen entlang. Die werden da von den paar Bogenschützen und den Armbrustschützen vom Gottfried noch schön mit weggeschossen. Und vor allem hat ja auch Gottfried relativ viele Angriffsbogenschützen, die auch mit reinwirken. Und deswegen denke ich, ist es hier schon ganz gut gewählt. Oh, hier, was ist denn? Was ist das denn? Da hat die Balliste hier aber ordentlich was zum Arbeiten. So. Effendi kommt raus. Gottfried, wann kommst du raus? Müsste eigentlich bald... Jetzt. Ja, okay. Gut, wunderbar. Gut, und das finde ich natürlich auch richtig doof. Na, dass die halt hier über dieses Tor auslaufen und nicht über das hier. Und unten auf dem Boden entlang. Das wäre natürlich nochmal so ein Schmankerl, wo ich sagen kann dann, ja, das gefällt mir schon mal sehr gut, dass die dann die Torhäuser benutzen, die auch auf den Weg einfach legen und nicht sonst woher die den Weg halt finden. Aber naja, gut. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, jetzt erstmal hier Angriff von den beiden. Mönche hier schon mal ganz gut am Vorbrechen. Hier kommt natürlich die Hauptstreitmacht an. Und die laufen... Hä, hier ist doch offen. Ach so, weil hier die ganzen Treppen zerschossen sind. Oh nee, oh nee. Das ist natürlich richtig bitter. Weil die Treppen zerschossen sind. Oha. Oha. Und jetzt stehen die einfach nur rum und lassen sich abschießen. Ja, alles klar. Oh nee, das ist natürlich richtig, richtig doof. Weil die Treppen hier vorne zerschossen worden sind, konnten die da nicht hochgehen. Ja gut. Das sind halt einfach solche Erfahrungswerte, die muss ich halt noch ein bisschen lernen. Deswegen, ja, also die Burg wird allgemein angepasst, aber da sieht man nochmal ganz gut, dass ich da
noch nicht allzu viele Burgen gebaut habe. Vor allem nicht mit solchen, ja, Treppen hier in der Front. Effendi hat es ja genauso. Aber bei dem liegen ja die Treppen so quer quasi. Also nicht in dem Weg von, oder in der Schussbahn von Katapulten, dass man halt die vorderen Treppen hier zerschießt, wie hier oben. Wenn hier 3 Steine jeweils einmal die Treppen treffen, da ist halt die Treppe kaputt. Ja, und dann kann der Weg nicht mehr benutzt werden. Das natürlich sieht es jetzt hier auch nochmal ganz gut. Ja, die ganze Treppe schon wieder eingeschossen. Ach, nee. So. Falke und Hyäne mal wieder im Doppelangriff. Mal sehen, was das hier wird. Horse Archers sind tot. Die machen eigentlich relativ gar nichts. Jetzt kommen hier die Leiterträger wieder an. Da ist der Zugang jetzt gegeben. Was natürlich extrem gut ist für die angreifenden Truppen, weil die jetzt einfach nicht diese Palastbrücke hier gehen müssen. Aber die werden hier oben, sofern die von der Leiter dann hochkommen, so hardcore weggeschossen, weil das immer hier an der Stelle ist, wo halt der Gottfried mit hinkommt. Und dann, ja, das nicht mehr ausreicht, dass hier die Truppen noch bis zum Keep kommen. Und dann stehen ja hier auf dem Keep nochmal Bogenschützen, Slinger, Sortie-Slinger, der Effendi ja auch noch ein ganzes Stück hat. Und ja, auf jeden Fall können wir jetzt mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit hochgehen, denke ich. Wir haben schon 11,96. Das passt auf jeden Fall. Aber ja, also ich muss einfach hier noch ein wenig Falke jetzt anpassen. Und damit er einfach kleiner wird. Weil ich will den dann auch so ein bisschen machen, dass er so die kleine KI wird, die auch auf kleine Positionen passt. Also so wie Ratte manchmal, die hatte ja auch, oder hat ja auch ab und zu so kleine Bogen, vor allem in Vanilla. Und jetzt ist hier eine Treppe noch zu sehen und die wird schon wieder zerschossen. Noch eine Treppe ist da. Belagerungsturm ist weg. Nee, Katapulte, zerschießt doch nicht die letzte Treppe. Nee. Gut, die Schwertkämpfer tanken gerade so die Steine. Ne? Eine Nachricht vom Jetzt, Falke. jetzt ist es schon wieder kaputt. Ja gut, alles klar. So, jetzt schießen die ganzen Katapulte die eigenen Truppen ab. Ach, also, was ist das denn? Jetzt gehen die wieder da zurück. Oh, nee. Oh, nee, das ist so... Das tut so weh, das anzuschauen. Oh, weil die jetzt einfach irgendwo dastehen. Oh, Manu. Weil hier auch das Torhaus offen ist und jetzt laufen die wieder zurück. Oh, nee, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Aber hier sind ein paar Schwertkämpfer oben gewesen. Ja, wo steht denn der Falke? Der steht hier oben. Na, lass mich doch mal hier. Aber jetzt kommt hier Hyäne noch von hinten und schlitzt die Schwertkämpfer weg. Was war denn das gerade für ein richtiger Gott-Move vom Effendi, von der Hyäne? Die kommt hier einfach mit ein paar Assassinen und schlitzt die paar Truppen weg. Und was ist das? Ist das ein Angriff? Ach, das war ein Angriff. Ah, das war ein Angriff. Gleichzeitig... Ach, das waren Angriffsassassinen oder so. Wahrscheinlich Engage-Assassinen, die ja auf die Truppen gehen, die außerhalb der eigentlichen Burg rumrennen. Und wahrscheinlich hat dann das quasi damit reingetriggert, dass hier da gerade noch die Angriffsarmeen von Effendi und Gottfried langgelatscht sind. Und somit dann die Assassinen da auf die Schwertkämpfer mit draufgegangen sind. Ja, in dem Falle, ist klar, kann sich Falke hier gar nicht mehr so leicht aufbauen, weil er hat jetzt einfach nicht mehr so das Gold. Aber die Wirtschaft steht halt trotzdem noch und dadurch, die ja auch im Inneren der Burg liegt, kann da auch nicht irgendwie ein geschlossenes Torhaus dafür sorgen, dass hier die ganzen Bauern irgendwie warten müssen und heftig viele Warnblinker anspringen. Nicht so wie bei dem guten Gottfried oder Effendi oder so, wo halt auch ein bisschen Außenwirtschaft mit zu sehen ist dann.
Aber ja, das möchte ich ja wie gesagt ein bisschen verändern, damit hier einfach ein wenig mehr Varianz und er auch als wirkliche schwache KI dann durchgeht. Damit halt einfach auch meine Rechnung fürs Turnier aufgeht. Also, ja, sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn ich hier 3 Stufe 2 KIs im Team habe oder in der Auswahl habe und eine Stufe 1 KI. Das macht ja keinen Sinn weil, ne? Ja, genau. So würde ich das behaupten. Hab mir übrigens auch jetzt noch eine Crusader-Datei kopiert quasi. Also habe ja jetzt 3 schon. Einmal das normale, einmal meinen ganzen Stuff, wo halt meine KIs und Vanilla-KIs da drauf sind. Und dann nochmal eine, wo meine KIs mit den Pilafschen KIs zusammen drauf sind. Und jetzt habe ich nochmal eine Version, wo meine KIs mit den Vanilla-KIs vom Krari Lotus drauf sind. Und übrigens, den muss ich nochmal fragen, ob das überhaupt in Ordnung geht. Ich mache hier schon Pläne und habe die Leute noch gar nicht gefragt, ob ich denen ihre KIs benutzen darf. Aber Nevikov hat mir einmal gesagt, dass der Krari Lotus seine KIs als frei benutzbar herausgegeben hat und man damit machen kann, was man halt möchte. Ne? Also jetzt keine, na, ihr wisst schon, na, spielerischen Dinge quasi. So, jetzt hier der nächste Angriff von der Hyäne. Die baut hier immer ihre Belagerungsgeräte sonst wo auf. Gut, es sind natürlich keine festen Belagerungsgeräte wie Drehbocke oder ja, alle anderen sind ja beweglich. Aber trotzdem, die Ballisten hier, die fehlen natürlich dann im Angriff. Und es sind hier gerade keine Leiterträger da. Somit ist jetzt der Angriff deutlich einfacher abzuwehren für den Falke. Ach, für den Falke. Mensch, warum verwechsel ich denn immer Falke und Effendi? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben die es jetzt deutlich schwerer, wenn die Leiterträger fehlen ja, obwohl, Falke hat ja gar keine Leiterträger. Dann wurden die wahrscheinlich schon sehr stark weggeschossen, aber die Horse Archer, die so ein bisschen das Feuer auf sich ziehen, die fehlen auf jeden Fall. So, jetzt nochmal Angriff hier. Gottfried und Effendi, ja, ist klar. Die bauen auf jeden Fall ihre Belagerungsgeräte deutlich besser auf. Hier ist auf jeden Fall schon mal ganz gut draufgeschossen worden. Was macht denn der Mönch hier? Alles klar. Der macht hier wunderbare Späße. Nun schauen wir doch einmal, Alter, ob ihr mich Alter, zu das einer sind wirklich... meckigen Alter! Was geht denn hier ab? Oh, hier oben ist eine Lücke drin. Oh, ich glaube, das könnte jetzt dem Falke das Genick brechen, dass hier oben die Lücke drin ist. Und jetzt wurden hier... Ach, jetzt wurde auch die Brücke quasi aufgeschossen. Ja, gut. Eine Nachricht vom Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Eine Nachricht vom Effendi. Was sowas? Ich bin noch besser, als ich dachte. Welch angenehme Erkenntnis. Ja, wunderbar. Ich werde, denke ich, dann, wenn die Zeit das hergibt, dann nochmal ein kleines Rematch machen, wo einfach die Positionen von Hyäne und Falke oder Gottfried und Effendi einfach getauscht werden, damit man da nochmal so ein kleines, ja, Rematch hat. Und da kann man nochmal ganz gut sehen, ob die Positionen da irgendwas verändern am Ergebnis. Aber man hat, denke ich, gesehen, wenn einmal der Falke unter Druck steht, dann steht er unter Druck. Und klar, ist jetzt eine Stufe 2 KI gegen eine Stufe 1, 2 KI, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem würde hier oder hätten sich hier Gottfried und Effendi, und man hat es ja auch gesehen, er hat ja schon wieder Gold angesammelt, sich auf die Hyäne konzentrieren, dann wäre jetzt der Falke bei, keine Ahnung, bei 20.000 oder so. Also
deswegen ist es, denke ich, ganz anschaulich, wenn man sagt, okay, das kann man guten Wissen. Nee, wie sagt man dazu? Ach, ich weiß es gerade gar nicht. Also wirklich mit gutem Wissen und Gewissen oder so. Dann die Bogen halt nochmal anpassen, die Wirtschaft nochmal anpassen und so weiter und so fort. So, Hyäne jetzt nochmal. Gut, alleine weiß ich jetzt nicht, ob das hier überhaupt was bringt. Ja, die ganzen Leiterträger wurden jetzt hier einmal weggeschossen. Und Effendi ist auch zu Hause, deswegen haben wir da auf jeden Fall nicht so wirklich was gesehen von dem Angriff. Aber wir sehen jetzt hier den ersten Angriff von Gottfried auf die Hyäne. Eine Nachricht der Hyäne. Ich rate euch, zieht euch zurück, oder meine Rache wird furchtbar sein. Und es ist, glaube ich, auch der erste Angriff vom Gottfried, seitdem ich ihn ja entwickelt hatte oder erbaut hatte, erstellt hatte, je nachdem, auf die Hyäne, weil ich glaube also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es könnte sein, dass ich Gottfried gegen Hyäne noch nie kämpfen lassen habe. Und Alter, also die ganzen Katapulte hier machen schon Aua gegen den oder gegen die Hyäne. Es ist natürlich auch so, weil jetzt Gottfried extrem gut wirtschaften kann. Er wird ja jetzt komplett in Ruhe gelassen, weil Hyäne geht ja hier immer auf den Effendi. Ich glaube einfach, der wird dann einfach auf Balance gehen. Also auf den Schwächsten. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das schreibe ich mir dann, oder das schreibe ich euch dann noch mehr hier drunter, was der hat. Eieiei. Eieiei, das ist natürlich, gut, bei denen Trommelfeuer an Katapulten und Drehbocken vor allem, wenn dann noch die, guck mal, hier stehen die Ballisten und hier ist die restliche Burg zu sehen, oder Stande quasi die restliche Burg. Und ja, aber die Kombination aus Katapulten, Mensch, reden kann ich heute aber auch mal wieder gar nicht. Und Drehbocken ist natürlich auch nochmal richtig extrem, ja. Die Mönche, die machen natürlich absolut nichts. Ne, die werden einfach von den Bogenschützen und von den Ballisten hier ordentlich weggeschossen. Da verheizt hier ein paar Truppen. Also das ist ja wirklich unfassbar. Junge, die kommen ja nicht mal durch. Also, nee. Nee. So, hier, der schießt nachher da drauf auf den Turm. Ich bin gespannt, wann hier die beiden wieder rauskommen. Wir gehen ja mal auf die höchste Spielgeschwindigkeit. Und da, wenn man vom Teufel spricht, dann greift er auch gerade an. Der gute Gottfried. Irgendwann hier. Ach, Effendi kommt auch gleich hinterher. Ja, also Gottfried harmoniert mit so vielen Charakteren. Jetzt hat er irgendwie seine Belagerungsgeräte ein bisschen verkackt aufgestellt. Aber naja, gut. Die Anzahl der Truppen lässt, glaube ich, oder spricht, glaube ich, für sich alleine. Und jetzt natürlich auch mit Belagerungsturm. Ich rate euch, zieht euch zurück, oder meine Rache wird furchtbar sein. Eieiei, ach du Heilige, die ganzen Schwertkämpfer dort. Und das natürlich dann auch mit positiven Angstfaktor gegen negativen Angstfaktor. Ist auch mal wieder richtig extrem. Na? So, Feuerwerfer sind natürlich hier oben am Start, was natürlich sehr misslich ist für... Oh, da ist er tot. Vergesst eure Rachegelüste. Ich kann wertvoll sein. Es würde von Großmut und Weisheit zeugen, einen potenziellen Verbündeten zu erkennen. Schade, da hat man die Siegesbotschaft von Gottfried nicht gehört. 122.000, Effendi 57.000, trotzdem, dass er hier so hardcore unter Druck stande. Also beide sind ja fast nur auf den Falke gegangen, beziehungsweise vielleicht am Anfang so ein bisschen noch auf die Hyäne drauf. Und schaut euch mal das an, Effendi und Falke haben einfach fast gleich viele Truppen. 70 Truppen haben die ungefähr, ja, im Vergleich, im Unterschied, sage ich jetzt einfach mal,
2600 und Gottfried, ja, mit seinen Mönchen, die er die ganze Zeit verheizt, ist natürlich mit 3002 der Beste hier. So, Freunde, dann machen wir das hier einfach mal so, dass Hyäne und Falke die Plätze tauschen, gehen sofort wieder rein und schauen einfach mal, wie hier das rückgematcht wird. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen auf 600 Spielgeschwindigkeit gehen, ein bisschen höher anfangen, weil wir haben ja jetzt quasi den... Oh, und hier, das meinte ich hier. Hier baut er halt eine seiner kleineren Nachricht Burgen. vom Effendi. Die aktuelle Situation Okay, er stimmt gewinnt mich noch. nun doch etwas unruhig. Und in dieser Konstellation ist er natürlich deutlich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob er schwächer ist, weil er hat ja auch relativ viele, oh Mensch, Waffengebäude. Ach Gott. Also es tut mir ja wirklich leid, dass ich heute wieder so rede wie so ein Erstklässler, aber ich weiß nicht, was schon wieder los war. Naja gut, baut hier wenigstens Gottfried eine andere Burg? Ja, er baut eine andere Burg, wunderbar. Falke baut eine andere Burg, jeder baut, glaube ich, eine andere Burg. Auch der gute Effendi und der, oder die Hyäne baut hier auch eine andere Burg. Also jeder hier mit einer anderen Burg, was natürlich sehr schön ist. Aber ja, man sieht hier deutlich, dass die Burg schwächer ist und vor allem, wenn jetzt hier die angreifenden Armeen drum herum laufen, dass hier auch die Torhäuser zugehen. Was ist denn das? Oh. Habe ich hier... ich glaube, ich habe hier ein Torhaus verkackt. Oh ja. Das fällt mir gerade auf, wenn man das hier so sieht. Ich dachte, es gibt jetzt eine neue Torart in Stronghold. Einfach hier so eine, wie in Stronghold 2, diese Ausfallpforte da, die man bauen kann, was ja so ein kleines Torhaus ist, was vorne geschlossen ist. Und dann drückt man auf so eine Schaltfläche und dann öffnet sich quasi dieses Tor vorne hin oder diese Mauer wird dann eingerissen. Und ja, deswegen dachte ich gerade, das wird hier auch so sein, aber nee, da habe ich einfach das falsche Torhaus reingesetzt. Und so in diesem Stil quasi, so in dieser Baulogik, sage ich jetzt einfach mal, dass halt die hauptsächliche Wirtschaft außen dran ist oder außen zustande kommt, möchte ich halt einfach durchgehend haben, weil die Position oder die Burg ist halt einfach klein. Und somit passt sie halt auch auf Positionen bei Karten, die jetzt ja nicht ganz so viel Platz haben. Was ja natürlich auch recht cool sein kann, dass man da dann eine Stufe 1 KI mit einer Stufe 4 KI zusammen matcht und dann der Stufe 4 KI den größeren Platz gibt und dem Falke dann quasi den Platz gibt, der ja weniger Platz hat, um dann einfach so ein bisschen die... Oh, Hyäne greift an, okay, auf den Effendi. Gut, die haben gerade unterschiedlich angegriffen. Beziehungsweise hat hier erstmal Effendi von gerade angegriffen und ist hier kläglich gescheitert. Gut, alleine kann er natürlich da auch, glaube ich, nicht allzu viel machen oder ausrichten gegen die Burg von der Hyäne. So, und jetzt kommt hier wieder Falke. Diesmal greifen alle KIs etwas butsch an, weil die, also im vorhergehenden Match hat man ja schön gesehen, Hyäne und Falke haben zusammen angegriffen, Gottfried und Effendi haben zusammen angegriffen und jetzt greifen die hier immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich an. Und die Target Choice vom Effendi hat sich hier auch nochmal kurz geändert, alles klar. Sage ich natürlich auch immer nicht nein, ne, ist klar. Trommelfeuer hier wieder, die wurden gerade weggemacht von den Sortikolbis, glaube ich. Also den Ausfalltruppen von der Hyäne. Und ansonsten passiert hier eigentlich relativ nichts. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die höchste Spielgeschwindigkeit und schauen einfach mal, ob hier vielleicht der ein oder andere Doppelangriff nochmal kommt. Jetzt kommt Falke und Hyäne. Also wenn ich hier vom Teufel spreche, na, dann kommt er immer perfekt raus. Bin mal gespannt,
ob die Burg hier schwächer ist. Ne, die Leiterträger legen hier deutlich schlimmer an als bei der anderen Burg, die er ja vorhin in dem Match hatte quasi. Da hatten die ja immer so links oder an so einer Seite halt quasi angelegt. Und jetzt kommt hier Gottfried raus. Der hat sich diesmal ein bisschen besser auf die Hyäne hier eingeschossen. Und könnte vielleicht, ne, hier oben steht noch ein Feuerwerfer. Der wird wahrscheinlich Eine wieder Nachricht der Hyäne. alles Rache, verbrennen. zieht euch zurück, Ja, oder meine Rache ich wird hatte furchtbar recht. sein. Aber jetzt könnte natürlich Effendi hinterher stechen. Hat ja schon ordentlich Schwertkämpfe am Start. Und die Burg ist offen vom Angriff vom Gottfried hier. Ne, reicht doch nicht. Okay. Hat er eigentlich mich so ein bisschen gefreut, dass Gottfried vielleicht eventuell die Hyäne wegklatscht. Hat er ja schon im ersten Spiel gemacht. Bloß da habe ich mal wieder ein bisschen verpasst, die Spielgeschwindigkeit runterzudrehen. Hyäne hat ja... Ah ne, doch nicht. Ich dachte gerade, Hyäne hat ja 4 Waffenkammern, aber das sind bloß 3. Gut, hab nichts gesagt. Ja, irgendwie fühlt sich die Burg hier, die Hyäne hier diesmal gebaut hat, ein wenig schlechter an. Einfach weil hier diese Feuergasse nicht ganz so extrem ist wie beim letzten Mal quasi, weil hier immer aufgeschossen wird und dann halt, ist halt quasi hier der Weg ganz schnell geebnet. Eingeebnet. Oh, aber ich würde jetzt sagen, wir gucken hier nochmal den... Ach, warum baut er denn wieder die... Oh nee, oh nee. Ja gut, also so wird es natürlich absolut nichts. Ist klar. Er braucht die Belagerungsgeräte, sonst ja, kann er es gleich vergessen. Hier, obwohl er kriegt es dennoch ganz gut aufgeschossen. Kommt gleich da Effendi wieder hinterher. Nee, der geht jetzt auf den Falke. Ja, also die Target Choice diesmal sind natürlich auch mal wieder richtig am Start. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen hier in den Zeitraffer rein und schauen mal vielleicht, wer als erstes hier fällt. Also bis gleich. So, Eine und das Nachricht sind wir vom auch. Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob wir mich mit so einer mickrigen Armee schlagen können. Ja, und gerade noch zum richtigen Zeitpunkt, denn der Gottfried greift hier den Falke an und könnte, ja, schlitzt Nachricht den vom Falke Falke. weg. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Eine Nachricht vom Gottfried. Der Sieg ist unser. Möge das Licht der Götter über uns wachen und unsere Feinde besiegen. Auf die Tapferkeit und den gemeinsamen Sieg. Ja, wunderbar hat er das gesagt. So wie ich mir das auch vorstelle. Und ja, der Falke musste hier mal wieder als erstes dran glauben, obwohl ich die ganze Zeit hier reingeschaut hatte und so ein bisschen gedacht hatte, dass Falke stärker gewertet wird als die Hyäne. Aber es war dann doch nicht so. Wahrscheinlich, weil dann hier einfach die Hyäne die qualitativ besseren Truppen hat als der Falke. Falke hat ja nur die leichten Truppen und die paar Horse Archer, die jetzt ja nicht so wertvoll sind, und könnte mir deswegen vorstellen, dass da dann das Problem war, dass die Hyäne einfach dann nochmal besser gewertet worden ist und die Target Choice Balance dann auf die Hyäne gefallen ist, auf den Falke Eine gefallen ist, Nachricht so der rum. Hyäne. Ich rate euch, zieht euch zurück, oder meine Rache wird furchtbar sein. Der Hyäne fühlt sich hier sogar bedroht, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Also das waren jetzt nicht so viele Truppen vom Effendi, dass hier Hyäne sich hier komplett in die Hosen machen muss. Aber naja gut, so ist es nun mal. Kommt hier vielleicht eventuell der Gottfried gleich raus. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier zum finalen Angriff in den nächsten Zeitraffer und sehen uns dann beim Angriff wieder. Also bis gleich.
Und da kommt also der Effendi raus mit rund 740 Truppen insgesamt, die er hat. Auf die Hyäne, die gerade mal, ja, nicht mal 200 Truppen hat hier. Die ganzen Slinger kommen vor, die strömen hier einfach in Massen rein. Slingern hier noch die ganzen Verteidiger so ein bisschen weg. Ich rate euch, zieht euch zurück, oder meine Rache wird furchtbar sein. Die Hyäne fühlt sich auch gefühlt zum 50. Mal bedroht. Die Hyäne verliert hier ordentlich an Truppen und das nur wegen den ganzen Slingern hier. Heiliger Bums. Hat jetzt hier den ganzen Keep clearen können und jetzt kommen Jetzt kommen hier die Schwertkämpfer rein. Vergesst eure Rachegelüste. Ich kann wertvoll sein. Es würde von Großmut und Weisheit zeugen, einen potenziellen Verbündeten zu erkennen. Eine Nachricht vom Effendi. Na sowas? Ich bin noch besser, als ich dachte. Welch angenehme Erkenntnis. Ja, dadurch auch die Hyäne so ein bisschen auf den Effendi immer fokussiert war und nie auf den Gottfried gegangen ist. Ich glaube, wäre sie öfters mal auf den Gottfried gegangen, dann hätte sie auf jeden Fall noch so ein paar Sachen halt reißen können. Bin auf jeden Fall extrem überrascht gerade, dass hier Hyäne und Gottfried die gleiche Anzahl an Bevölkerung hat. 106 Gebäude hat Gottfried weggeschossen, wahrscheinlich wegen seinen Störkatapulten, die sind ja nochmal richtig extrem. Trotzdem hat hier Hyäne 112.000 Gold angesammelt, wahrscheinlich auch wegen dem Angstfaktor hier. 97.000 der Effendi, 91.000 der Gottfried und 60.000 dann der Falke. Ja, und dann hier nochmal 3.500 die Hyäne. Und diesmal gar nicht so weit auseinander mit den Truppen. Also Effendi und Gottfried diesmal relativ nah beieinander und Falke und Hyäne nah beieinander. Aber nun ja. Also Freunde, ihr habt es jetzt gesehen. Im zweiten Match hat Falke hier seine relativ kleinste Burg, denke ich, gebaut. Und ich denke, in diesem Maßstab werden die anderen Burgen dann auch gebaut werden. Und vor allem ein wenig weniger die Waffenproduktion. Also trotzdem noch gut, dass er halt rauskommt und die Angriffe rausdrücken kann, weil das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass er so oft rauskommt, aber ähnelt dann halt auch stark der Arnhild. Die hat ja quasi die ähnlichen Truppen, bloß dass Falke noch die berittenen Bogenschützen einsetzt und Arnhild noch ein paar Pikiniere dabei hat. Aber ansonsten, ja, Gottfried und Effendi haben sich hier extremst gut geschlagen, muss ich einfach so sagen, gegen die Hyäne. Es gab auch ein erstes Debüt, glaube ich, zwischen Gottfried und Hyäne und dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video wieder hier gefallen. Die nächsten 2 Videos oder das nächste Video an sich wird erstmal ein neues War Tales Video mit dem guten Nevikov und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne eine Bewertung da, habt noch eine wunderbare Woche und ansonsten, ja, bleibt gesund, bis dahin und tschüssi.